Bei mir im Studio ist Marie-Christine Ostermann. Sie ist Präsidentin vom Verband der Familienunternehmer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, danke für die Einladung. Schauen wir erst mal auf das große Ganze. Die Ampel vorbei, Geschichte aus Ihrer Sicht des Verbandes, eine überfällige Entscheidung? Die Entscheidung ist jetzt richtig, denn diese Regierung war gelähmt und handlungsunfähig. Und wir brauchen dringend eine ganzheitliche Wirtschaftswende, marktwirtschaftliche Politik für Investitionen und für Wachstum. Und deswegen muss auch die Vertrauensfrage jetzt sofort gestellt werden. Und Neuwahlen müssen schnellstmöglich stattfinden, damit wir wieder ins Wachsen und Investieren kommen. Das sieht Bundeskanzler Olaf Scholz ganz anders. Der will erst mal im Amt bleiben und die Vertrauensfrage erst im Januar stellen. Was bedeutet diese Hängepartie für Sie, für die Wirtschaft und ja auch die Familienunternehmen? Die Lage ist so schlecht wie noch nie, sagen unsere Mitglieder im Verband, die Familienunternehmer. Jeden Tag werden Standortentscheidungen zu Lasten Deutschland und für das Ausland getroffen. Und Investitionsentscheidungen sind langfristig. Also die Unternehmen, die jetzt abwandern, die kommen lange Zeit nicht zurück. Hier gehen Arbeitsplätze verloren. Wir haben die höchste Insolvenzwelle seit ganz langer Zeit. Und wir müssen jetzt mutig gegensteuern. Und eine Hängepartie, die können wir uns jetzt überhaupt nicht leisten. Da haben wir keine Zeit für. Wir brauchen jetzt marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik, aber keine weitere schuldenfinanzierte Subventionspolitik. Die schädigt den Wirtschaftsstandort. Das ist ganz interessant, weil genau das ist das, was Kanzler Scholz im Grunde sogar angekündigt hat gestern. Er will mehr Schulden machen, wenn möglich noch, und investieren. Sind denn Investitionen aus Ihrer Sicht schädlich? Manche Unternehmen sagen, können wir gut gebrauchen jetzt. Sie sehen ja, dass die letzten zwei Jahre, meine ich, nicht Investitionen. Die letzten 2 Jahre dieser detailregulierten Subventionspolitik von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die auch der Scholz unterstützt, dass die uns in diese Rezession geführt hat. Schon im 2. Jahr, diese Krise ist hausgemacht aufgrund dieser Politik. Wir können uns Schulden nur leisten, wenn wir die Wirtschaftskraft haben, wenn wir aus eigener Kraft wieder wachsen können. Das muss an erster Stelle stehen und dafür brauchen wir Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung. Und dafür ist das Wirtschaftswendepapier von Christian Lindner jetzt genau der richtige Weg. Nur ist die Frage, ob er sich nicht genau verzockt hat und jetzt vielleicht die FDP gar nicht mehr reingewählt wird in den Bundestag und damit natürlich auch politisch keine Stimme mehr hat. Also was macht Sie so sicher, dass die Politik, die Sie fordern, die Sie brauchen, tatsächlich dann auch gewählt wird von den Bürgerinnen und Bürgern? Es sind einfach genau die richtigen Inhalte, die Christian Lindner vorschlägt, weil es eine ganzheitliche marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik ist, die auch sämtliche Unternehmen im Land berücksichtigt. Der Herr Scholz denkt ja offenbar, dass die Automobilindustrie alles ist, was Wirtschaft bedeutet hier in unserem Land. Das ist aber nicht so. Alle Unternehmen in ihrer Breite, Größe, Branche müssen berücksichtigt werden. Und dafür brauchen wir eine Politik, die es ermöglicht, dass alle Unternehmen aus eigener Kraft wieder Wertschöpfung erwirtschaften können, anstatt Wachstum über Schulden zu erkaufen. Wir brauchen Wertschöpfung, erwirtschaften. Das ist der richtige Weg. Es fehlt ja nicht nur der Bundeshaushalt fürs nächste Jahr, sondern auch noch der Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Können Sie an konkreten Punkten festmachen, was das bedeutet zum Beispiel an aktuellen Förderungen, an Gesetzen, die eigentlich erst noch geplant waren, womit Sie auch schon gerechnet haben? Wir wünschen uns einfach, dass diese Subventionspolitik aufhört. Dieses ständige Hoffen oder Abwarten, dass vielleicht irgendwo noch eine Förderung kommen könnte, hat genau dazu geführt, dass alle Unternehmen hier abwarten, dass niemand investiert, weil das eben auch eine sehr unberechenbare und nicht verlässliche Politik ist. Und das ist Investitionshemmnis Nummer 2 hinter der großen Bürokratie. Und das müssen wir jetzt bekämpfen. Und das ist aber nicht diese Regierung, diese Minderheitsregierung aus Grünen und SPD, die jetzt noch übrig bleibt. Da brauchen wir eine neue Regierung mit einer marktwirtschaftlichen Politik. Deswegen Vertrauensfrage jetzt und so schnell wie möglich Neuwahlen, damit eine Wirtschaftswende möglich wird. Und ganz kurz noch, mit welchem Zeitrahmen rechnen Sie dann, selbst wenn es eine frühere Vertrauensfrage gäbe, noch vor Weihnachten? So schnell wie möglich. Also nicht erst im März, sondern Neuwahlen im Januar. Das wäre angebracht. Alles andere ist eigentlich der Wirtschaft gegenüber und der Menschen, die um ihre Arbeitsplätze bangen, eine Unverschämtheit. Sagt Marie-Christine Ostermann, Präsidentin vom Verband der Familienunternehmer. Herzlichen Dank. Klare Aussagen für den Besuch bei uns im Studio. Danke.